Seit 1959, meine Damen und Herren, konnte die englische Automobilindustrie im stückzahlträchtigen Geschäft der Kleinwagen und der unteren Mittelklasse nur einen großen Exporterfolg verbuchen, den Mini. Alle anderen Modelle fristeten außerhalb der Insel ein eher mageres Dasein. Das hat seinen Grund, denn die britische Industrie gab sich offensichtlich damit zufrieden, die Ansprüche ihrer Inselbewohner an Leistung, Fahreigenschaften und Komfort zu befriedigen. Und diese Ansprüche sind bekannterweise nicht gerade die höchsten. Der Austin Allegro soll nun, wenn man den Erklärungen englischer Automobilgewaltiger glauben darf, durchaus das Zeug dazu haben, auch verwöhnte Festlandeuropäer zum Händler zu locken. Er soll, so heißt es, in Preis und Angebot mit zum Besten zählen, was die untere Mittelklasse anzubieten hat. England setzt also auf den Austin Allegro. Althergebrachtes und Modernes findet sich beim Testwagen unter der gleichen Haube. Althergebracht der Vierzylindermotor. Er hat hier einen Hubraum von knapp 1500 Kubikzentimetern und leistet 68 PS. Modern, Einbau des Triebwerks quer zur Fahrtrichtung, Motor, Getriebe und Achsantrieb in einem Block. Diese Bauweise ist ureigenstes Konstruktionsgut des englischen Herstellers und wurde im Mini erstmals angewandt. Ebenfalls modern und originell die Hydragasfederung und Stoßdämpfung. Die Halbkugeln, die Sie hier sehen, arbeiten als Gaskissen und bilden ein Bestandteil des Systems, bei dem klassische Federn und Stoßdämpfer entfallen. Hoher Fahrkomfort wird als Vorteil dieses Systems gepriesen. Wir stellen fest, dass die Aggregate im Motorraum gut zugänglich sind. Beschleunigungsprüfung von 0 auf 100 Stundenkilometer. Den 68 PS Leistung steht ein nicht unbeträchtliches Leergewicht von 860 Kilogramm gegenüber, das es in Schwung zu bringen gilt. Die Uhr steht nach 16,9 Sekunden und damit ergibt sich für den Allegro 1500 trotz des Mittelklasse-Hubraums kein sonderlich gutes Bild, denn in etwa vergleichbare Wagen schnitten in unseren Beschleunigungstests fast durchwegs besser ab. Der Vergleich zeigt VW Golf 1500 12,1 Sekunden, Simca 1100 Ti 12,2, Alfa Sud 14,7, VW Golf 1100 15,8, Austin Allegro 1500 16,9 Sekunden und Fiat 128 17,4 Sekunden. Beschleunigung von 60 bis 100 Stundenkilometer bei vollem Ausdrehen des zweiten und dritten Ganges, entsprechend einem Überholvorgang auf der Land- oder Bundesstraße. Ergebnis 10,7 Sekunden. Zu den Besonderheiten des Austin Allegro 1500 zählt ein knüppelgeschaltetes Fünfganggetriebe, eine Technik, die sonst kostspieligeren und sportlicheren Automobilen vorbehalten bleibt. Da der Motor durchaus elastisch ist, bleibt der tiefere Sinn des fünften Ganges auf den ersten Blick verborgen. Wir erreichen in jedem Falle eine mittlere Spitze von 147 Stundenkilometern. Das entspricht knapp dem Durchschnitt dessen, was in dieser Klasse rundherum geboten wird. Eine Erklärung für den fünften Gang bietet dagegen die Innengeräuschmessung bei 100 Stundenkilometern. Hier werden im fünften Gang ansprechende 75 Phonen erreicht, während der vierte Gang die Ohren doch erheblich mehr strapaziert. Auch die Verbrauchsfahrten zeigen, dass man sich mit dem fünften Gang durchaus etwas dachte. Zwar wird Superbenzin verbraucht, aber der Testwagen darf als relativ sparsam bezeichnet werden. Bei zügiger Autobahnfahrt mit einem Schnitt von rund 120 Stundenkilometern messen wir einen Verbrauch von 10,6 Litern pro 100 Kilometer. Auf der Bundes- und Landstraße werden bei einem Schnitt von rund 70 Stundenkilometern 9,5 Liter konsumiert, während wir im Kurzstreckenverkehr einen Verbrauch von 10,5 Litern super ermitteln. Das ergibt einen Testverbrauch von 9,9 Litern auf 100 Kilometer. Zum Vergleich ziehen wir wieder die gleichen Wagen heran wie bei der Beschleunigungsprüfung. VW Golf 1100 8,9 Liter, VW Golf 1500 9,6 Liter, Fiat 128 9,8 Liter, Austin Allegro 1500 9,9, Alfa Sud 10,6, Simca 1100 Ti 10,8 Liter. Der Benzintank des Testwagens fast 47,7 Liter. Es wird also ohne Nachfüllen der sehr gute Aktionsradius von 480 Kilometern erreicht.
Heckklappe und umlegbare Rücksitzlehne werden beim Testwagen nicht geboten, dafür aber ein geräumiger Kofferraum mit 395 Litern theoretischem Fassungsvermögen. Diese 395 Liter müssen aber wegen des tiefliegenden Kofferdeckels mit einer verkrampften Stellung beim Beladen und Entladen erkauft werden. Dafür vermitteln 4 Türen einen relativ guten Einstieg. Die Sitze sind recht komfortabel und auch langbeinige Naturen finden genügend Platz. Die Preisempfehlung von 9.190 Mark versteht sich erfreulicherweise inklusive Liegesitze, Dreipunktgurte und heizbare Heckscheibe. Ansprechend sind auch die Armaturen ausgestattet. Die Anzeigen umfassen einen Tacho ohne Tageszähler, das Wasserthermometer und die Benzinuhr. Hinzu kommen die üblichen Schalter und Warnleuchten. Alles ist leicht zu bedienen bzw. gut einzusehen. Sinnvoll ist auch die Bedienung der Heizung und Frischluftzufuhr. Beim Lenkrad hingegen verließen die guten Sinne die Verantwortlichen. Mit diesem eckigen Lenkrad, meine Damen und Herren, hat man offenbar versucht, die Quadratur des Kreises zu lösen. Diese Übung ist gründlich missraten und während die versprochenen Vorteile ausbleiben, ärgert man sich beim Manövrieren mit den Ecken herum, die den Händen im Wege stehen. Genauso unangenehm sind schnelle Lenkkorrekturen. Man hat vor einigen tausend Jahren das Rad rund gemacht und ist damit im wahrsten Sinne des Wortes gut gefahren. Diesem sonderbaren Rad kann mit Sicherheit keine so lange Lebensdauer prophezeit werden. Mit einem Wendekreis von 10,70 Metern ist der Austin Allegro nicht so handlich, wie man sich das von einem kompakten Wagen wünscht. Beim Manövrieren ist die Lenkung zudem über Gebühr schwergängig. Zwar überzeugt der Testwagen mit einer sehr guten Bodenhaftung, zu der breite Gürtelreifen der Dimension 165 SR13 und eine wirkungsvoll ausgelegte Aufhängung beitragen. Der Wedeltest ist aber alles andere als ein Vergnügen und dafür sorgen neben dem Lenkrad die Abstimmung der Hydragasfederung und die Lenkung. Das ganze Fahrverhalten ist von einer schwammigen Trägheit geprägt, die reflexschnellen Reaktionen des Fahrers in keiner Weise entgegenkommt. Rutschplatte. Auch hier registriert der Fahrer gute Bodenhaftung, aber schwammiges und unpräzises Verhalten. Bremsprüfung aus 100 Stundenkilometern zum Stillstand. Die gemischte Bremsanlage, vorn Scheiben, hinten Trommeln, mit serienmäßigem Bremskraftverstärker arbeitet einwandfrei und bringt den Testwagen nach 51,40 Metern spurtreu zum Stillstand. Kein gutes Ergebnis zeigt die Prüfung der Empfindlichkeit auf Seitenwind. Die Windmaschinen produzieren Seitenwind mit einer Geschwindigkeit von 100 Stundenkilometern. Der Wagen nähert sich ebenfalls mit 100 Stundenkilometern. Das Lenkrad wird festgehalten, Korrekturen unterbleiben. Unser Testwagen fährt mitten durch die Gummihüte und wird um 3,20 Meter aus dem Kurs geworfen. Fahrt über die Rüttelstrecke. Der Federungskomfort des Austin Allegro ist durchaus ansprechend, sprengt den Rahmen des anderswo gebotenen aber kaum und erreicht nicht ganz das Maß, das andere Hersteller mit Hydrauliksystemen gesetzt haben. Die Hydragasfederung des Testwagens bringt weder auf der Rüttelstrecke noch auf zivileren Fahrbahnen irgendwelche besonderen Vorteile, die eine gute klassische Federung nicht aufzuweisen hätte. Ein großer Vorzug ist ihr allerdings abzugewinnen und der dürfte beispielsweise Berlin-Fahrer interessieren. Auf alten, schlecht unterhaltenen Autobahnen mit Fugenschäden nämlich schluckt Hydragas die kurzen, harten Schläge mit geradezu frappanter Wirksamkeit.
Die Zündanlage des Testwagens besteht die Fahrt durch den Wassergraben. Auch das Wageninnere bleibt dicht, während in der Berieselungsanlage einwandfreies Arbeiten der zweistufigen Scheibenwischer registriert wird. Eine gute elektrische Scheibenwaschanlage trägt übrigens zu genügender Sicht bei schlechten Verhältnissen bei. Kältekammer, Start des auf minus 15 Grad abgekühlten Testwagens. Die Benutzung des Handschocks bedeutet einen Komfortverzicht. Der Motor springt dafür ohne Verzögerung an. Heizung und Defroster benötigen bis zum Ansprechen recht lange, arbeiten dann aber wirkungsvoll. Grenzen der Fertigungsqualität zeigt dafür die Tatsache, dass sich die Frischluftzufuhr des Testwagens nicht völlig schließen lässt und der Fahrer mithin zwischen zu kalten und zu warmen Füßen wählen kann. Allgemein lässt die Fertigungsqualität eine Reihe von Wünschen offen. Ein Wort zu Pflege und Wartung. Dem Fahrer des Austin Allegro steht nicht das dichte Händlernetz zur Verfügung, das die Hersteller mit großen Marktanteilen anbieten können. Solches macht nun aber der Allegro nicht etwa mit größerer Wartungsfreiheit wett. Im Gegenteil, er soll alle 5.000 Kilometer zur Pflege, alle 10.000 Kilometer zur Wartung und alle 20.000 Kilometer zur großen Inspektion. Daraus resultieren Wartungskosten, die über dem Durchschnitt liegen und die Kosten pro Kilometer nach oben